Die Morgendämmerung breitet sich über den goldenen Graslandschaften der Masai Mara aus und das Sonnenlicht des frühen Morgens malt schimmernde Lichtstreifen über den Horizont. Die Leopardenmutter führt ihr Junges in die Nähe eines flachen Wasserbeckens und bringt ihm bei, wie es sich im zarten Morgenlicht anschleicht und zuschlägt. Das Junge mit seiner ruhelosen Natur sprang ständig am Rand des Sees herum und seine Augen waren bei jeder kleinen Bewegung voller Neugier. Aus Unachtsamkeit rutschte es aus und fiel in ein tiefes Schlammloch, das von Menschen gegraben wurde, um während der Trockenzeit Wasser zu speichern. Dicker Schlamm bedeckte den kleinen Körper sofort, Kältewellen drückten auf seine 4 Beine und ließen ihn kläglich schreien. Die Leopardenmutter stürzte panisch nach vorne, brüllte verzweifelt, konnte ihr Kind jedoch nicht aus der glitschigen, schleimigen Schlammfalle ziehen. Seine Sprünge und Krallen brachten die Ränder der Grube nur zum Einsturz und das Junge versank noch tiefer im dicken Schlamm. Die Augen der Leopardenmutter brannten, waren aber auch voller Panik, als ob sie im Begriff wäre, das Wertvollste in ihrem Leben zu verlieren. Die Schreie des Jungen verstummten, sein Hals war halb im kalten Schlamm versunken und sein Atem wurde unregelmäßig. Die Leopardenmutter stieß einen langgezogenen Schrei aus, drehte sich um und rannte in den fernen Wald, im Gepäck einen Hoffnungsschimmer auf Hilfe. Ranger Daniel Okoro, ein erfahrener Ranger der Masai Mara, fährt mit einem Geländefahrzeug über eine holprige Piste durch das wilde Grasland. Er war an die Geräusche der Natur gewöhnt, aber heute Morgen hörte er ein ungewöhnlich lautes Knurren. Als das Auto anhielt, stürmte vor seinen Augen eine Leopardin hervor und blockierte mit grimmigem Blick die Straße. Seltsamerweise stand es still, anstatt bedrohlich zu brüllen, und keuchte schwer. Seine gelben Augen blitzten vor großer Angst. Daniel spannte sich sofort an, seine Hand lag auf dem Betäubungsgewehr, aber er blieb weiterhin still, um aufmerksam zu beobachten. Der Leopard griff nicht an, sondern zischte leise und blickte mit den Augen ständig in die Ferne, als wolle er ein Zeichen geben. Es rannte ein paar Schritte, blieb dann stehen und drehte sich um Daniel anzusehen. Sein Blick war eindringlich, als wollte es ihn drängen, ihm zu folgen. Daniels Herz schlug schneller, denn sein professioneller Instinkt sagte ihm, dass es sich hier nicht um ein räuberisches oder hinterhältiges Verhalten handelte. Er blickte tief in diese Augen und sah einen anderen Blick Verzweiflung, nicht Hass oder Wildheit. Nach nur wenigen Sekunden des Zögerns holte Daniel tief Luft und beschloss, seinem Instinkt zu vertrauen. Er startete den Wagen und folgte dem Leoparden langsam. Der Leopard rannte weiter und blickte gelegentlich zurück, aus Angst, den Weg zu verfehlen oder aufzugeben. Ein vager Glaube, vermischt mit Angst, stieg in Daniels Herzen auf, da er nicht wusste, was vor ihm lag. Der Leopard führte Daniel zum Rand einer großen Schlammgrube neben einem flachen See, wo es Spuren verlassener menschlicher Bauten gab. Sofort wurde ihm klar, dass es sich um eine Notlage handelte, ein winziges Leopardenjunges kämpfte verzweifelt im klebrigen Schlamm. Nur Kopf und Ohren waren noch vorhanden, die schwarzen Augen waren vor Panik weit aufgerissen, die Atmung schwach und schnell. Jede Bewegung führte nur dazu, dass sich der dicke Schlamm noch fester um seinen kleinen Körper wickelte und drohte, sein zerbrechliches Leben zu verschlingen. Daniel blieb einen Moment lang stehen, und sein Herz schmerzte bei diesem Anblick, der selbst den mutigsten Mann sprachlos machen würde. Die Leopardenmutter stand mit gebeugtem Rücken dicht am Rand des Lochs, knurrte leise und ihr Blick war flehend und misstrauisch zugleich. Der kalte, feuchte Schlamm wehte mir ins Gesicht, der modrige Geruch nasser Erde machte die Luft noch angespannter und stickiger. Er wusste, dass er sofort hineingesaugt würde, wenn er in das Loch trat, also musste er einen anderen, klügeren und sichereren Weg finden. Daniel öffnete den Kofferraum und holte ein Holzbrett heraus, das bei Patrouillen in der Regenzeit zum Überqueren schlammigen Geländes verwendet wurde. Er legte das Brett vorsichtig über den Rand des Lochs und schuf so einen provisorischen Gehweg, der jedoch stabil genug war, um das Gewicht einer Person zu tragen. Das schwache Stöhnen des Jungen hallte wie ein Hilferuf wider und ließ Daniel den Druck spüren, der mit jeder Sekunde auf ihm lastete. Die Leopardenmutter kam näher und verfolgte jede seiner Bewegungen mit ihren goldenen Augen, ohne zu blinzeln. Daniel holte tief Luft, prüfte die Stabilität des Boards und versuchte, sich zu beruhigen, um im Notfall keinen Fehler zu machen.
Der Raum um ihn herum schien zu gefrieren, nur das Geräusch seines klopfenden Herzens und das schnelle Atmen der Leopardenmutter waren zu hören. Daniel kroch langsam auf dem Brett und hielt seinen Schwerpunkt niedrig, um zu verhindern, dass das Brett im tiefen Schlamm versank. Unter seinen Füßen blubberte und bewegte sich der schwarze Schlamm, als wolle er alles verschlucken, was es wagte, einen Fuß hineinzusetzen. Er bückte sich und versuchte, die Hand auszustrecken, war aber immer noch eine hoffnungslose Armlänge von dem Jungen entfernt. Das Junge zitterte, seine Augen waren halb geschlossen, sein Atem ging schnell, und seine Kraft schien seinen kleinen Körper allmählich zu verlassen. Kalter Schweiß rann Daniels Stirn hinunter, als ihm klar wurde, dass er sich weiter beugen musste, um heranzukommen. In diesem Moment gab er seinen Rücken vollständig der Zurückhaltung der Leopardenmutter hin, die direkt hinter ihm stand. Daniel holte tief Luft, nahm all seinen Mut zusammen, beugte sich so weit vor, dass er dachte, er würde gleich fallen, und packte das Tier schließlich am Hals. Der zähflüssige Schlamm zog sich sofort zurück, als wolle er das winzige Leben nicht aus seiner tödlichen Falle befreien. Daniel biss die Zähne zusammen und zog mit aller Kraft, wobei er spürte, wie das Brett unter ihm bei jedem Ruck heftig zitterte. Ein schreckliches, schmatzendes Geräusch war zu hören, als der Körper des Jungen langsam aus dem dicken, teuflischen Schlamm auftauchte. Einen Moment lang schien es, als würden er und der Leopard gemeinsam fallen, aber das Brett hielt dem Druck stand. Schließlich wurde das Junge mit einem schrecklichen, nassen Knacken vollständig aus seiner schlammigen Gefangenschaft befreit. Daniel zog es eilig zu sich heran und zog sich langsam zurück, um außerhalb des Kraters an Land in Sicherheit zu kommen. Die Leopardenmutter stürmte sofort nach vorne, woraufhin Daniel reflexartig ein paar Schritte zurückwich und abwehrend die Hände hob. Doch statt anzugreifen, stupste es das Kind sanft mit dem Kopf an und stieß dabei ein tiefes Knurren aus, als wolle es beruhigen. Daniel stand still, senkte die Hände und machte Platz für die heilige Mutterliebe, die sich direkt vor seinen Augen entfalten konnte. Das Junge lag zusammengebrochen im Gras, sein ganzer Körper zitterte, es keuchte, konnte aber glücklicherweise noch schwach atmen. Die Leopardenmutter beugte sich hinunter und leckte geduldig jedes Stück Schlamm vom Gesicht und Hals ihres Jungen ab. Ihre Augen waren voller Erleichterung. Diese sanfte Szene ließ Daniel all seine Müdigkeit vergessen und ihm die unsichtbare Kraft der mütterlichen Liebe in der Wildnis bewusst werden. Er setzte sich ans Ufer und beobachtete aus der Ferne, da er den emotionalen Moment zwischen der Mutter und dem Leopardenbaby nicht stören wollte. Eine sanfte Brise wehte über die Wiese und trug den Geruch von feuchtem Schlamm mit sich, wusch aber auch etwas von der restlichen Spannung aus der Luft. Daniel verstand, dass wilde Tiere auch dann Vertrauen in Menschen fassen können, wenn sie in eine verzweifelte Situation geraten. Der Blick der Leopardenmutter, als er in diesem Moment auf ihn traf, war nicht mehr grimmig, sondern enthielt eine stille Dankbarkeit, die schwer zu beschreiben war. In diesem Moment schien sich die Grenze zwischen Mensch und Tier aufzulösen und einer tiefen Empathie Platz zu machen. Nachdem sich das Leopardenbaby um seine Mutter gekümmert hatte, schmiegte es sofort seinen Kopf in ihren Bauch und fand die vertraute Wärme und den Herzschlag. Daniel wurde warm ums Herz, als er wusste, dass dieser Moment wertvoller war als jeder berufliche Ruhm. Er ging langsam rückwärts zum Auto, wahrte dabei einen Sicherheitsabstand, ließ Mutter und Kind jedoch nicht aus den Augen. Der Himmel über der Masai Mara wurde von der späten Sonne erleuchtet, als würde er die Freude über die wundersame Auferstehung des kleinen Geschöpfs teilen. Sowohl die Leopardenmutter als auch das Leopardenkind beobachteten Daniels Abschied, und ihre Augen spiegelten einen seltenen Frieden und ein seltenes Vertrauen wider. Daniel nickte ihnen leicht zu und verstand es als Begrüßung und als Zeichen des Respekts für die beiden tapferen wilden Tiere. Als Daniel ins Auto stieg, drehte er sich ein letztes Mal um sich zu vergewissern, dass es der Leopardenmutter und dem Leopardenbaby gut ging. Die Leopardenmutter stand auf dem grasbewachsenen Ufer und verfolgte mit ruhigen Augen jede seiner Bewegungen, ohne von ihr abzuweichen. In diesen bernsteinfarbenen Augen blitzte etwas auf, als spräche es von Wiedererkennen, statt von dem wilden Brüllen, das der Instinkt eines Tieres war. Daniel lächelte leicht, da er wusste, dass er gerade ein kostbares Geschenk erhalten hatte, das Vertrauen eines wilden Geschöpfs.
Er startete den Wagen und fuhr aus dem Schlamm heraus, sein Herz klopfte noch immer vor Erregung und Erleichterung. Die heutige Geschichte wird ihm sein Leben lang als Förster in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Auf dem Rückweg dachte Daniel über die fragile, aber starke Verbindung zwischen Mensch und wilder Natur nach. Diese Rettung beweist, dass die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind die stärksten Überlebensinstinkte überwindet. Er wusste, dass er nur ein kleines Glied in der riesigen Überlebenskette der Graslandschaft der Masai Mara war. Doch in diesem Moment wurde er zur Brücke, die ein kleines Leben rettete, das vom Schicksal begraben wurde. Die Sonne ging langsam hinter den Akazienbäumen unter und färbte die weiten Graslandschaften in ein strahlendes, aber seltsam warmes Orange. Die Leopardenmutter drängte ihr Junges sanft tiefer in das Unkraut und drehte sich noch einmal um es anzusehen, bevor sie verschwand. Daniel hielt das Auto an und neigte leicht den Kopf, um auf diesen Blick zu antworten, als stille Begrüßung und als Versprechen, sie wiederzusehen. Er fuhr weiter und trug die Erinnerung an einen Tag mit sich, an dem Glaube und Güte ein Leben retteten.